Nur in Berlin Plus beantwortet eure Fragen über die Staatsangehörigkeit oder Einbürgerung. Herzlich willkommen. Wie ihr seht, sind wir wieder bei Dorit Komitowski. Wir freuen uns, dass sie dabei ist. Hallo Dorit. Hallo. Unsere heutige Frage ist, was sind die Voraussetzungen für um die Staatsangehörigkeit zu bekommen oder zu kriegen? Also das ist vielleicht nicht so einfach, aber vielleicht kannst du das ein bisschen so schildern. Ja, sehr gerne. In der Tat, es ist nicht so einfach, zumindest wenn man sich die Voraussetzungen, die das Gesetz dafür vorschreibt, anschaut oder versucht, einen Überblick zu bekommen. Es gibt das Gesetz, das heißt Staatsangehörigkeitsgesetz. Und dort ist geregelt, wer die deutsche Staatsangehörigkeit bekommt. Und dort ist auch die Einbürgerung geregelt. Man kann sagen, es gibt zwei Arten der Einbürgerung. Das eine ist die Regeleinbürgerung, die von allen Behörden als erstes geprüft wird. Die ist in Paragraph 10 dieses Gesetzes geregelt und sieht im Grob folgende Voraussetzungen vor. Man muss 8 Jahre rechtmäßig in Deutschland sein. Die Zeiten zum Beispiel eines Asylverfahrens werden damit zusammengezählt, wenn jemand dann rechtskräftig anerkannt ist. Gleichzeitig oder daneben muss man eine Niederlassungserlaubnis haben oder eine andere Aufenthaltserlaubnis. Das Gesetz schließt da einige Aufenthaltserlaubnisse aus, zum Beispiel Studierende oder Menschen, die eine Ausbildung in Deutschland machen, können sich nicht nach 8 Jahren einbürgern lassen. Diese Ausnahmen gelten aber nicht für die anerkannten Geflüchteten. Also das heißt, mit Menschen mit Asylberechtigung, Anerkennung als Flüchtling nach der Genfer Konvention oder subsidiär Schutzberechtigte, die haben da keine Probleme. Das heißt, für die sind nicht ausgenommen von dieser Regelung. Was muss man sonst noch beachten oder mit belegen? Das ist die Identität, muss geklärt sein. Dann können wir später nochmal darauf eingehen, was das bedeutet im konkreten Fall. Man muss in einer Wohnung leben. Ja, und man muss in der Lage sein, so sagt das Gesetz, für sich und für seine Angehörigen finanziell zu sorgen. Also der Lebensunterhalt muss wieder mal gesichert sein. Das heißt, es darf keine Leistungen nach SGB II oder Hartz IV bezogen werden. Auch wenn man die geringsten Leistungen da bekommt, kann man sich nicht nach dieser Vorschrift einbürgern lassen. Das betrifft auch die gleichen Voraussetzungen wie bei der Niederlassungserlaubnis, also das Lebensunterhalt muss gesichert sein. Also das Gleiche hier auch bei der Staatsangehörigkeit. Genau. Ja. Da wird auch geguckt, wie sind die Regelsätze nach Hartz IV oder SGB II, und da wird dann gerechnet für die Familie oder für die Person, die alleine ist. Ja. Und gleichzeitig eben wird auch geguckt, gibt es eine ausreichende Rentenversicherung und Krankenversicherung. Das Gesetz sagt, der Mensch muss auf dauerhaft in der Lage sein, für sich und seine Familie zu sorgen. Was wird noch geprüft? Werden Sprachkenntnisse geprüft. B1 wird für die Einbürgerung verlangt. Die Person, die sich einbürgern lassen möchte, sich auch in Deutschland auskennt. Das heißt, das Grundgesetz kennt, die Rechtsordnung kennt. Vielleicht habt ihr schon davon gehört, es gibt einen Einbürgerungstest. Na? Das ist damit gemeint. Ne? Und für diesen Einbürgerungstest gibt es auch Kurse, die sind freiwillig, die jemanden auf diesen Test vorbereiten. Dann muss man auch eine sogenannte Loyalitätserklärung abgeben. Das heißt, man muss unterschreiben, dass man diese Grundordnung, das Grundgesetz und die Rechtsordnung in Deutschland respektiert und einhalten wird. Und gleichzeitig werden noch geprüft, man darf nicht straffällig gewesen sein bis zu einem bestimmten Maß. Das heißt, bis zu 90 oder über 90 Tagessätze Geldstrafe, aber das sind dann schon Einzelheiten, die man dann wirklich im Einzelfall prüfen muss.